Hallo meine Freunde, hola madridistas. Ich wusste nicht, dass ich hergekommen bin, um einen Kindergarten zu trainieren. Wie viel Recht hatte ein Xabi Alonso? Gestern der nächste Skandal, der nächste Vorfall in der Kabine von Real Madrid. Diesmal die Protagonisten Aurélien Tchouaméni und Fede Valverde. Ein heftiger Streit, den es seit Jahren so in Valdebebas nicht mehr gegeben hat. Nur mit Hilfe der Teamkameraden konnte die nächste Handgreiflichkeit in Valdebebas verhindert werden. Ja, und als wenn das nicht noch schlimm genug wäre, gibt es einen neuen Skandal, der noch nicht so bekannt ist hier in Deutschland. Bin ich gespannt, wie viele von euch den kennen. Auch den erfahrt ihr natürlich heute in diesem Video. Die Kabine von Real Madrid ist ein absolutes Pulverfass. Das ist ein absolutes Chaos, was bei Real Madrid gerade herrscht. Und ich frage mich, wer soll das bitte wieder in den Griff bekommen? Ja, anscheinend ist ein Florentino Perez sich sicher, dass der richtige Mann dafür ein José Mourinho ist. Laut übereinstimmender spanischer Medien ist er jetzt absoluter Topfavorit, aber der Portugiese kommt nicht einfach so. Er hat seine Forderungen an Real Madrid, an Florentino Perez gestellt, damit er Trainer von Real Madrid wird. Was das für Forderungen sind, was bei Madrid gerade los ist, was gestern in der Champions League passiert ist und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ich starte dieses Video noch einmal mit einer kurzen Erinnerung. Heute ist der letzte Tag, wo ihr so ein wunderschönes Logo gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ihr geht zu Instagram, geht da auf Dalux Design, geht auf den angepinnten Formular, lasst natürlich ein Like da, ihr followt Dalux Design, ihr followt mir, ihr followt dem Real Nunes und dann müsst ihr nur 2 Leute markieren und schon könnt ihr so ein Logo gratis gewinnen. Ihr wisst das auch inzwischen, wenn ihr nicht warten wollt oder was auch immer, könnt ihr jederzeit meinen Code Mario10 nehmen und ihr könnt so ein Logo, kriegt ihr 10% Rabatt. Aber wie dem auch sei, nur eine Erinnerung, heute ist der letzte Tag, heute um 12 Uhr ist vorbei, morgen ist dann die Auslosung. Also, wer noch nicht dran gedacht hat, wer gedacht hat, mache ich morgen, macht es jetzt und seid ja bei der Verlosung nicht dabei. So, kommen wir jetzt zu Real Madrid Castilla. Die sind nämlich dabei im Finale des Premier League International Cup. Save the date und zwar am 12. Mai. Spielen unsere Jungs gegen Borussia Dortmund um 20 Uhr. Bisher wurde jedes Spiel von Real Madrid TV übertragen oder Real Madrid Play. Also nehmt euch nichts vor, unsere Jungs brauchen eure Unterstützung. 12. Mai, 20 Uhr gegen die Borussia aus Dortmund. Ja, wenn wir uns schon mal über deutsche Vereine unterhalten, gehen wir mal rüber zu den Bayern. Die haben gestern im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain 1:1 gespielt. Und eine Frage habe ich mir gestellt bei Twitter. Was ist da los? Ich dachte, Real Madrid wären die schlechtesten Verlierer der Welt. Naja, bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist. Was mir auch noch eingefallen ist dieser Schnipsel von einem Michael Olise. Hören wir da mal rein. I know you just beaten the king of the competition. King of the competition. King of the competition? Ach, Champions League ist doch so einfach. Real Madrid ist also nicht der König. Schau dir mal diese Tabelle ein. Ja, Mr. Nonchalant, vielleicht hättest du dir gestern bei deiner Outfit-Wahl vor dem Spiel mal was überlegen sollen. Also, wie gesagt, vielleicht zu nonchalant und vielleicht muss man auch hier und da mal anerkennen, das, was Real Madrid in der Welt des Fußballs gemacht hat, ist einmalig, es ist Geschichte. Naja, und wer nach oben spuckt, der wird manchmal selber nass. So, genug jetzt über andere Mannschaften, jetzt kommen wir zu Real Madrid. Denn wir haben mehr als genug eigene Probleme. Ja, ich habe euch in den letzten Tagen berichtet, dass es in der Kabine von Real Madrid, ja, albtraumhaft vorgeht. Das ist ein Pulverfass. Jederzeit kann was passieren. Rüdiger und Carreras sind aneinander geraten. Da gab es sogar eine Ohrfeige. Und gestern beim Training, ja, 2.0 quasi, Aurélien Tchouaméni und Fede Valverde sind aneinander geraten. Und das sehr, sehr heftig. Lesen wir uns das zusammen einmal durch.
heftiger Streit im Training von Real Madrid. Valverde und Tchouaméni geraten beinahe aneinander. Die beiden Spieler gerieten aneinander, schubsten sich und lieferten sich einen heftigen Streit, der sich in der Umkleidekabine fortsetzte. Die Spannungen bei Real Madrid spitzen sich in der Schlussphase der Saison dramatisch zu. Die vergiftete Atmosphäre im Team war im heutigen Training deutlich zu spüren. Laut Marca gerieten Valverde und Tchouaméni nach einem hitzigen Streit beinahe aneinander, was die internen Probleme in der Kabine von Real Madrid verdeutlicht. Alles begann mit einem Spielzug, einem Foul, das eine der hitzigsten Auseinandersetzungen in der Geschichte von Valdebebas auslöste. Die beiden Spieler gerieten aneinander, schubsten sich und lieferten sich einen heftigen Streit, der sich in der Umkleidekabine fortsetzte. Ein äußerst unschöner Vorfall, der sich im Valdebebas wie ein Lauffeuer verbreitete. Das Team durchlebt eine seiner schwierigsten Phasen der Saison. Titelchancen bestehen kaum noch und die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist zunehmend angespannt. Die Differenzen zwischen den Spielern sind deutlich sichtbar. Manche sprechen kaum noch miteinander. Auch das Zusammenleben mit Álvaro Arbeloa gestaltet sich schwierig. Da der Druck und die Erschöpfung ihren Höhepunkt erreicht haben, gleich 6 Spieler verweigern jeglichen Kontakt zu ihm. Zu all dem kommt noch der Vorfall zwischen Antonio Rüdiger und Álvaro Carreras in dieser Woche hinzu, vom spanischen Spieler selbst bestätigt. Obwohl öffentlich versucht wurde, ihn herunterzuspielen und als unbedeutenden Zwischenfall abzutun, herrschte innerhalb der Mannschaft angespannte Stimmung. Die emotionale Belastung ist deutlich spürbar und die Saison erweist sich für Real Madrid als sehr langwierig. Ja, was soll ich euch sagen? Ihr habt es selber gehört oder selber gelesen. Der nächste Vorfall, in diesem Fall Tchouaméni und Valverde. Und jetzt kommt es darauf an, welcher Quelle ihr vertrauen wollt. Ich vertraue an Ramón Álvarez de Mon und er hat gesagt, das war nicht nur eine kleine Schubserei, nicht nur verbal, da ging es deftig zur Sache. Es ist schlimmer, als berichtet wird. Ja, das ist, was Ramón Álvarez de Mon sagt. Auf der anderen Seite sagt ein Jorge Picón, dass die beiden das inzwischen geklärt hätten, die haben sich die Hand gegeben und alles ist gut. Hören wir uns mal an, was El Larguero zu sagen hat. Ja, eine schwierige Situation in dieser Umkleidekabine von Real Madrid. Nun, heute Nachmittag haben die Kollegen von Marca einen weiteren Streit veröffentlicht. Tchouaméni Valverde. Es war tatsächlich so, wie die Kollegen der Zeitung Marca berichtet haben. Danach haben sie die Wogen geglättet, aber so war es. Es gab einen Streit, einen hässlichen Streit, würde ich sagen, wie damals bei Carreras und Rüdiger. Und das sind Dinge und Details, die einfach nicht passieren dürfen. Man muss wissen, es ist Madrid. Du trägst ein sehr wichtiges Trikot, da muss man wissen, wie man die Saison zu Ende bringt. Und sie machen es nicht gut. Und jedes Mal, das mit Carreras und Rüdiger hat Carreras selbst gestern Abend in einer Mitteilung bestätigt, in der er sagte, dass es einen Vorfall gegeben habe, aber er hat es heruntergespielt. Heute ist es wahr, dass uns auch über Tchouaméni und Valverde berichtet wurde, dass sie am Ende sogar noch gescherzt haben und so, aber es gab auch diesen Streit. Viele Nerven, oder? Es wirkt so, als würde mit jedem Tag, der vergeht, Anton, die Figur eines Generals, der hier Ordnung schafft, immer notwendiger. Ja, ihr habt es selber gehört, auch El Larguero hat es bestätigt, also 2 Quellen, Marca und Larguero. Es ist tatsächlich zu dieser Auseinandersetzung gekommen. Laut ihrer Informationen ist das Ganze jetzt auch geklärt. Und das Ganze ist einfach nur ein Spiegelbild der Saison. Es zeigt, das sind Sachen, die nun mal passieren, wenn du als Vorstand den Spielern signalisierst, dass die keinen Vorgesetzten haben. Dass die das Sagen im Verein haben. Da nehmen die sich so etwas heraus. Meint ihr, unter einem Prime José Mourinho, der von Chelsea nach Madrid gekommen ist damals, meint ihr, da haben sich Spieler so etwas getraut? Spieler wie Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, die in ihrem Leben schon viel mehr erreicht hatten als diese Spieler. Meint ihr, die haben sich so etwas rausgenommen? Meint ihr, Spieler, die ihren Trainer, ihren Beruf respektieren, nehmen sich so etwas heraus? Nein, deshalb sage ich immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Als der Vorstand von Real Madrid den Spielern signalisiert hat, ihr könnt hier mit dem Trainer machen, was ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, schicken wir halt einen Xabi Alonso auf die Straße. Ja, das hat den Spielern einen Freifahrtschein gegeben. Und aufgepasst! Spieler, die so etwas gewöhnt sind, die Büchse der Pandora ist einmal geöffnet. Wer auch immer als nächstes kommt, es ist sehr schwer, Spielern, die diese Flauseln im Kopf haben, die diese Freiheiten haben, wieder einzuordnen, einzunorden. Und dafür brauchen wir eine knallharte Hand. Und ich habe euch versprochen,
dass es noch einen Skandal gibt, der nicht so in der Presse ist wie der von Valverde und Tchouaméni. Und auch der hat sich vor sehr kurzem ereignet. Die Information von El Chiringuito. Hören wir da zusammen einmal rein. Vor 2 Wochen nicht in der Umkleidekabine, sondern schon auf dem Trainingsplatz in einer ganz normalen Trainingssituation. Ja, zur Vorbereitung geht Rüdiger wieder auf Carreras los. Und seine Teamkollegen müssen dazwischen gehen, ja. Sie müssen ihn sogar auffordern, sich zu entschuldigen, weil sein Verhalten gegenüber dem Jungen, der 23 Jahre alt ist, ja wirklich zu weit geht. Das heißt, seine Teamkollegen aus dem Kader müssen schon eingreifen, damit der Deutsche aufhört. Ich weiß nicht, welche Beziehung Rüdiger zu Carrera hat. Ich weiß nicht, was er ihm angetan hat. Ich weiß nicht, ob da irgendetwas ist, dass sie sich nicht verstehen, dass sie sich schlecht verstehen. Aber es ist nicht nur im Februar passiert, das mit dem Thema der Aggression, sondern vor 2 Wochen hat er ihn schon wieder erneut provoziert. Das ist das, was man mir erzählt. Also Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte und ich bin an sich wortgewandt. Ich bin fassungslos. Ich hätte ja einen Antonio Rüdiger in der Hitze des Gefechts, wenn es einmal überkocht und du siehst, dass da so eine verwöhnte Göre wie ein Carreras gar nicht begreift, was der Madridismo ist, dass das für ihn alles Spaß ist, kann ich ja verstehen, wenn einmal das Blut überkocht und du dem eine ballerst. Kann man entschuldigen. Aber das Ganze passiert letzte Woche nochmal, nachdem du schon die ganzen Familien eingeladen hast zum Essen und so passiert das nochmal. Ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, das passiert, weil dieser Verein zurzeit führungslos vor sich hinschwappt. Die Spieler haben keinerlei Respekt vor einem Álvaro Arbeloa. Wir haben eben gehört in der Kabine, die reden untereinander nicht. 6 Spieler reden nicht mit einem Álvaro Arbeloa. Wenn ihr wissen wollt, um welche Spieler es sich handelt, könnt ihr gerne meine Shorts gucken. Habe ich bei Instagram und TikTok schon veröffentlicht. Lasst ein Follow da bitte. Ja, es ist alles nur noch unglaublich, es ist peinlich. Und ich bete nur, dass die Saison vorbei ist und dass der nächste Trainer, der kommt, wie gesagt, die offene Büchse der Pandora wieder geschlossen bekommt. Und ich halte das für sehr, sehr schwer. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, welcher Trainer soll kommen? Anscheinend ist die Wahl von Real Madrid auf einen José Mourinho gefallen. Zumindest sagt José Félix Díaz vom AS, der Direktor, dass er dem Ganzen eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt. Also es ist nicht 100%, in der Welt des Fußballs kann sehr viel passieren, bis die Unterschrift tatsächlich da unterschrieben ist. Deshalb sage ich nicht, es wird José Mourinho. Es sieht so aus, als wenn der Portugiese es wird. Und viele haben gedacht, ein José Mourinho, ja, dem geht es ähnlich wie damals ein Carlo Ancelotti, als er irgendwann bei Everton angekommen ist. Als er Real Madrid gehört hat, hat er gesagt, ja, um Himmels Willen, ist egal, ich spiele auch mit der A-Jugend von mir aus. Hauptsache, ich kann wieder Trainer von Real Madrid werden. Ja, und bei dem José Mourinho könnte man denken, ja, seine glorreichen Zeiten, der ist ja dann von Manchester United, das kann man glaube ich noch als Top-Mannschaft sehen, ist er ja dann nach Tottenham gewechselt. Das ist jetzt nicht mehr Top-Tier auf oberster Elite. Dann kamen Vereine wie Fenerbahce, wie Benfica, die in ihren Ländern natürlich absolut top sind, aber sagen wir mal so in Europa jetzt nicht Top-Tier-Vereine sind. Und man könnte denken, ein José Mourinho unterschreibt alles. Hauptsache er ist wieder in einem Big Player und vor allem im größten Verein der Welt. Ja, aber José Mourinho wäre nicht José Mourinho, wenn er so etwas machen würde. José Mourinho hat anscheinend die ersten Gespräche geführt mit Florentino Pérez. Das Ganze ist bestätigt von Sergio Valentin und von Ramón Álvarez de Mon. Ja, und wie gesagt, José Mourinho hat seine Anforderungen schon bekannt gegeben. Anforderung Nummer 1, relativ simpel, er möchte einen 2-Jahres-Vertrag. Er möchte jetzt hier keinen 3-Jahres-Vertrag, was ein bisschen langer wäre. Er möchte auch nicht einen 1-Jahres-Vertrag. Er möchte 2 Jahre mit dieser Kabine arbeiten. Und ich finde, das ist eine Forderung, mit der man als Madridista leben kann. Und ich glaube, auch das wird kein Problem. Forderung Nummer 2, er verlangt Unterstützung vom Verein in der Außendarstellung. Er sagt, oder er ist der Meinung, bei seiner ersten Etappe war er ja sehr, sehr bekannt für seine Pressekonferenzen. Der hat ja sehr viel Hate aus der spanischen Medienwelt etc. bekommen. Und er möchte Unterstützung vom Verein, dass wenn es um die Außendarstellung geht, auch Real Madrid ihn unterstützt, ihn da quasi jemanden an die Seite gibt vom Verein, der da Interviews gibt oder über Themen redet, wie Schiedsrichter etc., schätze ich mal sowas. Er möchte sich aufs Sportliche konzentrieren.
Thema Nummer 3, er möchte sein eigenes Trainerteam mitbringen. Und er möchte nicht, dass wie bei einem Xabi Alonso oder wie bei einem Álvaro Arbeloa quasi der Pintus dem aufs Auge gedrückt wird als Fitnesstrainer. Er hat natürlich gesehen, Real Madrid hatte in den letzten 2 Saisons 120 Verletzungen und er möchte da grundlegend etwas ändern. Er möchte zunächst einmal sein eigenes Trainerteam und er erwartet von der medizinischen Abteilung, dass jeder Spieler quasi im 4-Augen-Prinzip arbeitet, dass es alles nochmal von einem anderen Arzt überprüft wird. Damit wirklich immer die beste Methode, mit beste Lösung gefunden wird. Er sieht das, was wir alle sehen, mit so vielen Verletzten, mit 60 Verletzten pro Jahr kannst du keine Titel gewinnen. Das ist also die 3. Anforderung von ihm, dass er sein eigenes Trainerteam mitbringt, seine eigenen Physiotrainer etc. und dass die Ärzte noch einmal von einem anderen Arzt kontrolliert werden. Und Punkt Nummer 4, er möchte völlige Freiheit, völlige Autonomie in den sportlichen Entscheidungen. Es soll ihm keiner reinreden, welcher Spieler spielen muss, welcher Spieler auf der Tribüne sitzt, welcher Spieler auf die Bank muss. Er möchte völlige sportliche Freiheit. Er möchte auch nur Austausch haben mit einem Florentino Perez. Das hat jetzt Ramon Alvarez mit dem noch nicht bestätigt, das war eine andere Quelle, die das gesagt hat, aber naja, könnt ihr glauben oder nicht, aber auf jeden Fall, was alle bestätigt haben, er möchte völlig frei die Entscheidungen im sportlichen Sinne von Real Madrid treffen. Es ist ihm egal, was für Werbeverträge, was für Marketingverträge, ihm kommt es nicht auf die Namen der Spieler an, sondern ihm kommt es auf die Leistung auf dem Platz an. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin bisher kein großer Fan von José Mourinho. Ihr wisst meine Gründe, ich habe es schon oft genug gesagt, aber wenn ein Trainer nach Real Madrid kommt, dann muss ein Trainer diesen 4. Punkt, muss er drauf bestehen. Dieser 4. Punkt ist die einzige Lösung, die ich für diese Kabine sehe. Und wenn José Mourinho der Einzige ist, der darauf besteht, dann bin ich ab heute wieder Mourinhista. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage. Aber diese Kabine braucht eine starke Hand, braucht jemanden, der auch mal zu einem Mbappé sagt, ach, du willst nicht laufen? Du kannst jetzt heute 10 Kilometer Lauf mit meinem Physio machen und ansonsten sitzt du so lange auf der Tribüne, wie ich das sage. Oder das gleiche über den Vini, einen Bellingham, mir egal. Der sagt einem Rüdiger und Carrera, ihr prügelt euch, ihr spielt jetzt so lange bei Real Madrid Castilla, bis ihr das wieder klar bekommt. Wir brauchen einen, wo solche Tumulte gar nicht erst entstehen. Wir brauchen einen, der, wenn die Kabinentür aufgeht, die Spieler den hier machen. Wie wir früher in der Schule. Es gab Lehrer, die haben die Tür aufgemacht, war mir egal. Und es gab Lehrer, wenn die Tür aufgemacht haben, da wusstest du, ich sitze jetzt lieber gerade und sage Hallo, guten Morgen, ja. Und so einen Trainer braucht diese Kabine. Ja, das ist die Aktualität von Real Madrid. Glaubt mir, ich würde mir wünschen, euch ein viel positiveres, schöneres Video zu machen. Als ich vor 3 Jahren den Kanal eröffnet habe, habe ich niemals gedacht, dass ich über so einen Kindergarten mit euch reden muss. Dass wir überhaupt darüber reden müssen, dass ein Trainer verlangt, dass er sportlich alle Freiheiten hat. Ein Punkt, der in allen anderen Vereinen normal ist. Ja, kommen wir nochmal gestern zum Spiel. Luis Enrique holt in der 66. Minute den Ballon d'Or Dembele raus. Nicht ein Cavachvelia oder ein Doué, weil die besser waren. Und ein Dembele macht keinen Riesenskandal. Der rennt vom Platz und animiert seine Leute und sitzt an der Seitenlinie und ist einer mehr. Das ist eine Mannschaft. Bei Madrid holt den Vini raus und der macht ja einen Riesenskandal. Oh, ja, tut mir leid, ich musste mir den Frust mal von der Seele reden. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu diesen ganzen Informationen ist. Lasst die bitte ungefiltert in den Kommentaren. Ich bin wirklich gespannt, ich will eure echte Meinung hören. Wenn ihr schon mal da seid, wäre es nett, wenn ihr ein Like da lassen könntet, wenn ihr dieses Video hypen könntet. Wer noch kein Follow da gelassen hat, klickt drauf, ist kostenlos, unterstützt mich unglaublich weiter. Wir sind auf der Jagd nach den 30.000. Denkt an das Gewinnspiel und wir sehen uns morgen. Also, bis dahin. Allah!